don't know what we're looking for yet, but we've still got some time. As attorneys, I suggest the two of you think the case over again. Ja, ja, wir denken noch mal drüber It nach. would be awkward if you got all tongue-tied on stage during the trial. Alright, thanks for your help, and for the snacks. It was nothing. A small task for the Spina di Rosula. Silver, Malus, it's time to go. I'll be back if I find anything new. Okay, Möglichkeit der Beteiligung eines Dritten. Sowohl Corval als auch Halsey fehlt es an Motiv. Aber nach dem Gespräch mit Navia scheint auch die Möglichkeit einer Beteiligung von einem Dritten unwahrscheinlich. Alright, it's time to put our heads together. We've got to get our defense ready for the trial. Oh, it's probably gonna be a long and difficult case. There's no point in worrying about that now. We just need to prepare. Here, take Paimon's notes. They should help you review the situation. Gut, wir hauen erstmal den Traveler wieder aus der Gruppe raus. Upsi. We can do this! Ja, natürlich. So. Und jetzt gucken wir uns mal hier. Von hier oben haben wir auch einen guten Überblick. Ja. Immer, ey. Ich krieg immer den falschen Knopf, ey. Da wollen wir hin. Hier ist dieses Journey. Be him. Whoever the murderer... This is probably a prop, too. Oh, looks like it could hook onto a lot of things. Like the Traveler's fishing rod! This flower vase is probably a prop for the show. But it also could have been used in the crime. Paimon doesn't get this at all. You think about it for a bit, Traveler. Seite hat auch Wasserflecken drauf, ne? Wenn man mal genau hinguckt. Eventuell mit dem Kleid hängen geblieben? Schwierig. We all well, and that's why only the two of them can perform this trick. Ja, ja, das haben wir ja gecheckt, ne? Die Struktur des Zauberschranks auf der Bühne. Ja, das hatten wir ja There schon was vorgelesen. no third person. And Paimon didn't eat more than 3 macarons either. Digging a tunnel just for a magic trick? Whew, that must have been a lot of work. Eine Sache haben wir immer noch nicht gefunden. Dem, That size wouldn't have been a problem for Paimon. Die Lüftungsöffnung im Tunnel sieht so aus, als könnte sie gerade noch von einer Person den Durchgang ermöglichen. Also im Tunnel sollten noch 2 Sachen sein, ne? Dreht mal den Tunnel. Shine down! Steuereinheit. Hier ist ja nur der Haken. Weil die Kleidung ja, okay, die liegt hier im Wasser. Muss verschoben worden sein? Ja, natürlich. Hier war nicht. Doch, guck mal, das Wasser fließt doch da drunter. Wahrscheinlich hat sich das Ding verschoben und dahinter ist eine Tür. 100 Pro. Dann wissen wir nicht auch, wo die Leute rein sind.
aber die Lagerkisten auch, hier ist erstmal nicht mehr. Also hier unten, das wird 100 Pro ein Durchgang sein. Das Teil ist verschoben worden, deswegen ist das Teil umgekippt. Aber warum ist das andere Ding da noch? Schwierig, schwierig, schwierig. 10 Uhr. Inactivity serves no purpose whatsoever. Ja. Nice, wir sind ja nicht inaktiv. Kämpfen mit der Uhr. So, dann gucken wir jetzt mal. Wir sollen uns ja eher auf der Bühne treffen. Wir stehen hier unten schon ganz gut. What do we do? The whole situation is so confusing. Gib mir mal die... Good plan. Ja, ich hab ein paar Impossible Gedanken. things don't just happen. We'll get to the truth one way or another. Just relax. Even if everyone else suspects Lenny and Lynette, at least we will be supporting them from the stands. Besides, I doubt Farina understands any more about what happened than we do. Ja, gut. Ja, das glaube ich auch nicht, Thanks, obwohl es eine Navia. Göttin ist. Well, we'll be going then. Best of luck to you. Wäre lieber die Dinge nochmal Schritt für Schritt durchgegangen, aber ich habe mich verklickt. Ah, finally, you're back. Well, how did your investigation go? To be honest, you might be disappointed. No. We're already very grateful that you were willing to help. Well, now, don't you all look disappointed. Don't tell me that your investigation came up empty-handed. Aber musst du nicht auch, also muss sie da, die Truller hier nicht auch die Schuld beweisen? Weil was sie hat, sind ja auch nur Anklagen, Vorwürfe, aber keine Fakten. That was to be expected, of course. The guilty can never produce proof of their innocence. But don't let that stop you. I shall be terribly disappointed should you, my most anticipated foe, concede so easily. Ja, warten, du wirst ja bald sehen. Since both parties are present, I declare that the trial regarding the magic show incident is now in session. Sofort aufgeräumt. Firstly, in order for the audience to understand the causes and results of the incident, could we please have Mr. Linney explain the trick? Yes, of course. I will explain while Lynette demonstrates on stage. All the necessary items have been prepared. Okay. Linney enthüllt prägnant Thank und you, in aller Mr. Linney. Deutlichkeit alle. In that case, I take your statement to be that you ran to and remained hidden within the magic box in the audience stands once the trick began, and thus could not have committed the crime. Is this correct? Yes, that's correct, Your Honor. In that case, I call upon the prosecution. Lady Farina, do you wish to refute his statement in any way? Genau, das habe ich nämlich erwartet, ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die jetzt hier vor die Masse lügt. Why, of course I do. Allow me to take the first shot and break this case wide open. Mr. Linney is clearly lying. Aber wie? There is no way you could have been in the box the whole time if you were to abduct Halsey and murder Cowell. In fact, I'd say you were hardly in that tunnel at all. That is simply your hypothesis based on the presumption that I'm guilty. Oh, is that so? And if I may ask, what did you hear while you were inside your box? The roaring countdown of the crowd, of course. That's how I kept track of the time and built anticipation for the finale. And you didn't hear anything else at all? Nothing that might leave an impression of any kind? No, nothing. Das stimmt doch nicht. Also in dem Fall lügt er, ja, wahrhaftig.
Weil er hatte ja selber gesagt, oh, ich habe was umgeschmissen. I see. But when the count reached 30 seconds or so, there was a thud. One so loud that I believe practically everyone heard it. Huh? Hey, hang on. Something's not right here. Wie konnte Linnea den Knall nicht gehört haben? Yeah, I'm sure he could have heard a noise that loud from inside the box. I was right by the box and I definitely heard the thud. Look at those scales. Could those mean... Sie repräsentiert vermutlich die Haltung von dieser Oratrice. Well then, ladies and gentlemen, allow me to use the words of the magician himself. You never know what can happen in the blink of an eye. Indeed, it seems his alibi can also collapse in the blink of an eye. Of course, I have armed myself to do far more than smash your alibi. Confidence cannot go unfounded, and my foundations are rock solid. Hat sie was mit den Entführungen zu tun? Tell me, aren't you and Lynette actually from the House of the Hearth? Aus Kamis? The House of the Hearth? Was? Die beiden sind Fatui? Bitte? No wonder they did something like this. Ernsthaft? So the serial disappearances were the Fatui's doing. Now it all makes sense. Oh Mann, ey, ja, okay, das ganze Publikum wird sich umgeschlagen, jetzt reagiert die Waage auf die Gefühle natürlich, das ist dann dämlich, das I've got a feeling that what happened on stage probably wasn't just an accident. That's irrelevant. Our identities have nothing to do with what happened. Hätte die mir ruhig mal ein bisschen früher sagen können, aber ja, von den Haaren her hätte man es erkennen müssen eigentlich, oder sollen? Sollen. Indeed. Then perhaps you could tell us everything that happened during that 1 minute. Your first priority is to prove yourself innocent after all. I'm sure there is little that needs to be kept secret now. Unless your script already has holes in it. The Outlander is speechless. My, oh my, don't they look flabbergasted? Now comes the infighting and discord, I suppose. This was almost too easy. Gott. Ich mag die Alte überhaupt nicht, ey. Good thing I made all those preparations. Seems the all-nighter I pulled last night is really paying off. Geht mir echt auf den Nerv, ey. Lünne, überlass uns mal das Babbeln. Why didn't you tell us this before? Linny und Lynette sind also Fatui. Order! Order! Mr. Linney, allow me to re-establish the facts. Lady Farina has raised 2 points. Ja. First, when the thud was heard in the Opera House, you were neither in the box nor the tunnel. Second, you and Ms. Lynette are both members of the House of the Hearth. Are these claims true? Komm, jetzt bekennt Farbe. Ein Zauberer ist auf jeden Fall in der Lage, andere hinters Licht zu führen. Angesichts der Art und Weise, wie Linnea seine Identität verborgen hat, könnte dies alles im Voraus arrangiert worden sein. Außerdem ist der Graf zusammen mit den anderen Mitarbeitern des Hauses des Kamins hier in Fontaine. Sie müssen irgendetwas geplant haben. Ich wurde schon früher von dem Fatui getäuscht. Und jetzt? Please answer my question, Mr. Linney. I'm sorry. Ja? Yes, they're true, Your Honor. I knew it! Well, that's it. We might as well move on to the sentencing already. What should we do now? Herr Richter, darf ich auch etwas sagen? Granted. Mein Mandant hat eine wichtige Information zurückgehalten. Meine Verteidigung kann nicht fortgesetzt werden. Nee, er hat eine wichtige Information zurückgehalten. In that case, what is your request? Ich bitte um einen kleinen, um eine kurze Vertagung. Es gibt Dinge, die wir besprechen müssen. Is that really necessary? They're already as good as guilty.
The defendant deceived their own attorneys. What is there left to discuss? Alter, beruhig dich mal, das ist mein Recht. Order! Order, I say! Ja, danke, Neufilette. Your request is reasonable, and we shall adjourn. This trial will reconvene in 1 hour. Okay. So you would stick to Mr. Linney's defense even after knowing what you do now? You certainly have more professionalism than I thought. Mir geht's nicht mehr um Linney, mir geht's darum, um dich kalt zu machen. Die geht mir auf die Nerven. Die Alte da. Oh. In that case, my dear audience, let's allow the joy of victory to steep for a little while longer. Ätzende Alte, ey. Oh, egal wie, ich will sie zerstören. Wenn ich dann kurze Zeit mit dem Fatui zusammenarbeiten muss, das ist mir okay, ist für mich okay. Sollen sie der auch hier das göttliche Herz holen? Das ist mir auch Bums. So, ihr beiden. Well, this is awkward. I didn't think the Hydroarchon would dig all that up. Ja, aber jetzt reden wir nicht über den Archon, sondern reden wir über euch. I'm sorry, Trav. Yeah, sorry. Paimon doesn't know where to start. We trusted you two. Ja. We based our entire reasoning on the assumption that you weren't bad guys. Not to set the wrong tone or anything, but Paimon's really mad. I'm very sorry. I know you're angry, and reasonably so, but please, let me explain. Jetzt sind wir jetzt hier. Rede. I know you've clashed with the Vatui several times before. I wouldn't be surprised if just hearing the word is enough to make you upset. But our organization is very, very large, and the Harbingers have very different personalities and goals. Right now, we want to save people. As many as we can. That's right. I'm sure we're on the same page when it comes to this nation and the disaster that its people might face. I knew if it weren't for our respective identities, we could become good friends. Ja, an sich macht Sinn mit der Vorgeschichte jetzt vom Reisenden, ne, und von Paimon, dass dass die beiden ihre Vorgeschichte eher zurückhalten und ja, also kann ich nachvollziehen, ja, weiter. That's why I didn't wish to flat out lie to you, but chose to hide some details instead. Das Nichtsprechen einer Wahrheit, gleicht das nicht, das Verheimlichen einer Wahrheit, gleicht das nicht auch einer Lüge? The truth is very important, but being completely transparent about everything would see us spending more effort than we need to. Was sagt uns, dass dies nicht auch eine weitere Lüge ist? Right. So, you be the judge. Heck, if I were you, I fear that I'd even struggle to trust me at this point. You met a Fatus who works as a magician, a trickster by trade. All by coincidence, too. But still, I'm asking you to trust me. I am no criminal. At least, not in this case. Sorry. Please forgive us. Well, you both say that, but... Dann erklärt mir zunächst bitte etwas anderes. Wo warst du, als der Zauber vorgeführt wurde? Right. Let's hear your answer first, and no lies now. Also, Geheimnisse sollten ihr jetzt nicht mehr vor uns haben. Of course. I'll answer any question you ask. We've been trying to find out how the Oratrice operates. We want to know why it has a consciousness. Why can it deliver sentences accurately? During our investigations, we learned that the machine's core is beneath it. Na ja gut, es war ja klar, dass das irgendwie von der Göttin geschweißt wird. From that moment on, Lynette and I have been designing this box swap trick, with the objective of getting close to the core. Is that why you needed a whole minute? That's right. In truth, the audience would take about 75 seconds to count down from 60, while I would only need 15 to get to the opposite box. So, after jumping into the tunnel, I accessed the Opera House basement via the vent, and went to investigate the room in which the core is stored.
Okay. Und das würde auch erklären, warum der Keller durchgehend bewacht wird. Weil da halt eben der Kern von dieser komischen Oratrice drin ist, ne? That air vent was created during the construction of the tunnel specifically to execute this step. Okay, und was hast du herausgefunden, als Well, du da erkundet nothing. hast? As soon as I reached that room and was about to investigate, I heard someone's voice. Which should have been impossible, of course. I was quite certain that I was the only one in the room. That voice seemed to recognize me and tried to speak to me. I chose to err on the side of caution and retreated the way I came. Okay. On the way back, I saw the broken vase and the clothes on the ground, but the countdown was almost finished, so there wasn't time to give it any thought. After that, the homicide occurred just as you saw. Well, that explains why you didn't hear the thud. Er hatte doch von dem Knall geredet. Und warum wolltet ihr herausfinden, wie die Oratrice funktioniert? Because of that prophecy I told you about, of course. We must know all we can about this nation's secrets in order to deal with that prophesized crisis. Also das ist, glaube ich, auch... Ich weiß nicht, ob wir... Das ist halt jetzt die große Frage. Entweder wir vertrauen ihm und sagen, okay, alles klar. Ihr wollt wirklich nur diese Prophezeiung irgendwie abwenden. Oder... Er erzählt uns gerade nur die halbe Wahrheit, um die wahren Gegebenheiten, weshalb die Fatui dieses Oratrice-Dingsbums haben wollen, zu versteuern. That's the only way we can save everyone. Außer die wollen wirklich was Gutes tun, ne? So, there you have it. The whole truth. I swear, I didn't hide anything from you this time. Nichts verheimlicht, aber auch wirklich alles erzählt? It was never my wish to proceed under this cloud of mistrust either. But like I said earlier, you can be the judge. If you want to leave because you don't trust the Fatui, there's nothing I can do to stop you. Also bisher hat er uns ja noch nichts Böses getan, ne? Well, Traveler, you decide. Paimon will follow your lead however you choose. Ich glaube an die Fakten. Wenn du nicht der Täter bist, werde ich dich weiterhin verteidigen. Und wenn du das Verbrechen begangen hast, würde ich eine Verurteilung erwarten. Okay, thank you. Ja, nee, wir vertrauen dir mal Thanks for weiterhin. giving us a chance. The current problem is that the scales are tipped pretty badly against you two. If we want to refute the Hydro Archon's accusations, we're gonna need a seriously watertight defense. Tatsächlich haben wir bereits die entscheidenden Beweise in unseren Händen. Huh? Die Vertagung ist fast vorbei. Lasst uns zurückgehen. Ja, ich meine immer noch, das I ist... think she gets what you mean. Da unten ist ja immer noch mehr. Also der Tunnel ist definitiv nicht abgeschlossen. Und ich wette mit euch, die Vase ist beschädigt, weil diese Dings verschoben wurde und da ist irgendwo noch ein weiterer Raum. Lunays Aussage. Nachdem Lunay den Tunnel betreten hatte, gelangte er durch die Lüftungsöffnung in den Raum, in dem der Oratrice-Kern aufbewahrt wurde. Daher wurde er auch nicht Zeuge dessen, was in dem Tunnel vorfiel und konnte folglich auch nicht den dumpfen Knall hören. Die Stimme in der Oratrice-Kernkammer. Lunay gibt an, er habe eine mysteriöse Stimme in der Oratrice-Kernkammer vernommen, die sich unter dem Oberhaus befindet. Weil uns fehlen immer noch ein paar Fakten, ne? Also es ist nach wie vor noch nicht alles. Why would it be? That doesn't seem likely that anyone could have been there. Whoever... Irgendeine Sache fehlt uns hier oben noch. Und das werden wir gleich wahrscheinlich rauskriegen. Wir gehen erstmal wieder zur Verhandlung und gucken uns das dann an. Mal schauen, was dabei rauskommt. Okay, das mag ich jetzt echt. Also die Charaktere selber, die gehen mir tierisch auf den Sack. Jetzt nicht unbedingt die Fatui beiden. Die finde ich eigentlich ganz lustig. Both parties have returned to their positions. Let us continue the trial. Goodie. When last we left off,
Mr. Linney acknowledged the new evidence presented by Lady Farina as fact. Therefore, Lady Farina may continue stating her reconstruction of the events. Ja, mach du mal. That took long enough. Now then, if everyone would lend me their attention. Alter, ey. At this stage, let's revisit that scene from Linny's perspective. Ermittle anhand der Schilderungen die Ereignisse der Gegenseite, welche Aspekte ihrer Aussage nicht stichhaltig sind. Anhand der Beweise und Hinweise, die im Laufe der Untersuchung des Falls gewonnen wurden, können die unhaltbaren Aspekte des Falls widerlegt und durch neue Schlussfolgerungen ersetzt werden. Wenn du das Publikum mit einem Gegenargument überzeugst, kann das zu mehr Unterstützung für den eigenen Standpunkt führen. Die Oratrice würde diese Veränderung deutlich machen. Sobald alle unhaltbaren Aspekte identifiziert und widerlegt sind, wird der Widerlegungskreis abgeschlossen und die Wahrheit offenbart. Holla die Waldfee! Ich bin's gleich As the nervös, ne? countdown began, he entered the tunnel. Ja. When the flatbed trolley passed, he opened the box and got into an altercation with Halsey, which caused the loud thud. He did not realize that this sound could be heard by everyone in the opera house, which is why he claimed earlier that he could not hear the sound. Finally, he used the vase to knock her out, before making her change clothes to prevent others from recognizing her. Ja, wo das ist? Wir lassen sie erstmal fort. At this time, Cowell arrived in the tunnel, having heard that strange noise, and caught Linny red-handed. So Linny proceeded to knock him out too before stuffing him into that box. Afterward, Linny passed the unconscious Halsey to his accomplice through the magic box in the audience stands, before operating the devices such that Cowell's death would be ruled an accident. Ach, totaler Quatsch. Wie soll sie denn dann aus der Halle rausgekommen sein? Wenn da auf einmal jemanden eine Bewusstlose rumschleppt, und wir haben auch gesehen, wo diese Box war, die war ja ungefähr 3-4 Reihen unterhalb, so Sitzreihen tiefer, also in der Mitte eigentlich vom Saal, das hätte man niemals hinbekommen. Das And there ist you have komplett it. Quatsch. That's the truth behind what happened. Does the defendant's side have any objections to Lady Farina's description of the events? The key to refuting Lady Farina is the order of events, what Linny experienced and what he saw. Okay. Das ist also die Lügengeschichte, ne? So, wir suchen mal hier nach Widersprüchen. Er hat den Tunnel betreten. Linney betrat den Tunnel, als der Countdown begann. Linneys Aussage: Nachdem Linney den Tunnel betreten hatte, gelangte er durch die Lüftung. Genau, daher wurde er auch nicht Zeuge dessen, was in dem Tunnel vorfiel, und konnte folglich auch nicht den dumpfen Knall hören. Linney gibt an, er habe eine mysteriöse Stimme in der Oratrice-Kammer gehört. Ja, also wir Seems this won't produce a particularly effective. Das ist so richtig. Warte mal. Während der Zauberschau verließ niemand von hier das Opernhaus. Und nach dem Vorfall durften diejenigen gehen, deren Identität von den Gedärmen auch wirklich bestätigt worden war. Machen wir mal hier hinten hin. Seems this won't produce a particularly effective rebuttal. Ja, das ist falsch. Das würde voll passen. Linney gibt an, er habe eine mysteriöse Stimme in der Oratrice-Kammer vernommen und die sich unterm Opernhaus befindet. Während des Austausches in der Zauberschau war deutlich ein dumpfes Geräusch zu vernehmen, das von vielen Zuschauern gehört wurde.
Seems this won't produce. Okay. Das ist wahrscheinlich hier die Stimme, ne? Aber ich kann nichts widerlegen. Was ist denn das für eine Scheiße? Ob Linny hat Halsey angegriffen. Weiß, der die Ausführung der Gegnerseite widerlegen würde, wäre. According to Linny, he left via the vent after entering the tunnel. He couldn't have had that altercation with Halsey. Okay, also da kann man ja eigentlich auch nichts sagen. Also der Countdown begann, so dann ist er runtergegangen. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Lindsay hat Halsey erführt, aber er befand Lindsay sich in dieser Zeit wirklich im Tunnel? Nö, eben nicht. So, und hier nämlich, er hat nämlich die Stimmen gehört. Wo ist es hier? Er hat die Stimmen gehört aus der Kammer. Linny went to the room that contains the Oratrice's core. This is the actual truth. So.